Wuhu! Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei mir einschaltet und ich hoffe, bei euch ist alles richtig genial. In diesem Video mal ein etwas anderes Thema und zwar Notebook, PC, der Rechner. Der eine oder anderem ist aufgefallen in einem meiner letzten Soundcheck-Videos, dass ich mir einen neuen Laptop oder Notebook gekauft habe. Und dann kam dann noch relativ zügig die Frage, machst du auch dieses Mal wieder ein Review oder ein Video zu diesem Notebook? Und da hatte ich eigentlich gesagt, na nee, habe ich nicht unbedingt so Bock drauf. Und dann haben dann andere gesagt, ja, aber das ist ja fast schon Tradition bei dir. Ja, und wo ihr recht habt, habt ihr recht. Und darum reden wir heute mal im Video zu meinem neuen Notebook. Da schauen wir doch mal, was es hier mittlerweile so in einem recht kleinen, kompakten und leichten Gerät so für eine Leistung drin steckt. Ich würde vorschlagen, bleibt doch einfach dran. Los geht's, euer Speaker Schocker. Das Notebook kommt relativ schlicht daher und macht auf den ersten Blick nicht unbedingt einen als Gaming-Laptop zu erkennen oder sowas. Dabei ist das Laptop gerade mal an der dicksten Stelle 3 cm dick, also ich finde noch relativ flach. Dabei wiegt das Laptop gerade mal 2,3 Kilogramm. Das Notebook kommt mit einem 17,3 IPS 144 Hertz Panel daher. Und das finde ich ist schon ziemlich wichtig. 17 Zoll muss ich schon mindestens haben. 15 Zoll Notebooks ist mir ein bisschen zu klein. Und das Display macht auf jeden Fall eine richtig gute Figur. Reaktionszeit, Schärfe und Farbe passt alles wunderbar zusammen. Die Auflösung Full HD. Beim Einschalten lacht dann der Gaming-Freund, besonders dann, wenn die Tastatur anfängt zu leuchten. Die Tastatur wird hier von SteelSeries gefertigt und sieht einfach, guckt es euch doch an, das sieht doch einfach wirklich richtig lecker aus. Vor allem eben wegen dieser RGB-Beleuchtung. Diese könnt ihr allerdings auch noch, wie ihr wollt, anpassen. Kreative Grenzen gibt es da so gut wie gar nicht. Und wenn man es nicht mag, kann man es auch ausschalten. Dabei lässt sich auf der Tastatur richtig gut tippen. Es ist eine voll ausgewachsene Tastatur mit Numblock. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Tippen auf dieser Tastatur, das geht quasi echt von der Hand. Sonst hat man schon manchmal ein komisches Gefühl, wenn man auf den Tasten rumdrückt. Muss man gucken, was tippe ich denn da jetzt? Habe ich mit dieser Tastatur überhaupt keine Probleme. Die nötigen Anschlüsse dürfen hier natürlich auch nicht fehlen. Wir haben hier 3x USB-A 3.2, einmal USB-C 3.2, einen LAN-Anschluss, HDMI-Anschluss, Audiobuchsen richtig genial. Wir haben hier einen Stereo-Klicken-Ausgang. Wir haben aber auch einen Stereo-Klicken-Eingang. Also wir können ein Mikrofon anschließen. Wir können diesen Eingang aber auch als Line verwenden, dass wir sogar Stereo aufnehmen können. Endlich mal. Genial. Bepowert wird das Ganze von einem Intel i7 10750H Prozessor mit 6 Kernen und 12 Threads mit bis zu 5,0 GHz Turbotakt. Dem zur Seite steht ein Nvidia GeForce RTX 3060 Chipsatz mit 3840 CUDA-Kernen und 6 GB DDR6 Speicher. Dazu gesellen sich noch 16 GB Arbeitsspeicher mit 2399 MHz. Von dem Laptop gibt es aber auch unterschiedliche Varianten. Ich habe jetzt hier die Variante mit einer 1 TB SSD gewählt. Es gibt aber auch noch Varianten mit einer 265 GB SSD und noch einer 1 TB HDD verbaut. Oder auch mit einer 512 GB SSD unterschiedlich. Ich packe euch diese ganzen Links einfach mal in die Videobeschreibung. Ich habe hier wie gesagt die 1 TB SSD-Version ohne HDD. Die könnte ich aber ohne Probleme noch nachrüsten. Das klingt auf jeden Fall alles zusammen schon mal nach einer Menge Spaß und ordentlich Leistung. Da wollen wir doch gleich mal gucken, wie das Ganze sich im Gegenzug zu meinem alten Laptop so beweist, besonders im Videoschnitt. Aber wir können auch mal gucken, was wir so ein bisschen mit zocken können. Da werde ich jetzt hier nichts Großes machen. Aber für die Benchmark-Freunde, im Cinebench R15 haben wir im Multicore 1285 Punkte erreicht und im Single-Core 200 Punkte. Und im 3D Mark Firestrike erreichen wir hier 16.480 Punkte. Ich bin jetzt hier nicht so der Benchmark-Freund, ich kann damit nicht ganz so viel anfangen, aber vielleicht der ein oder andere von euch. Jetzt machen wir mal einen kleinen Vergleich, den wollte ich eigentlich schon mal länger machen, aber wenn ich das Video nicht gemacht hätte, hätte ich es wahrscheinlich eh nicht gemacht, also danke an euch. Da wollen wir mal gucken, wie viel schneller ist denn jetzt das neue Notebook im Gegensatz zu dem anderen Notebook. Da habe ich einfach mal eine Videodatei genommen, die ist ungefähr 1 Minute 30 lang und ungefähr 1 Gigabyte groß. Diese habe ich einfach mal rendern lassen und exportieren lassen. Beide berechnen jetzt hier das gleiche Videomaterial auf dem gleichen Betriebssystem mit dem gleichen Videoschnittprogramm. Was haben wir hier? Eine Leistung, mal eben schauen hier, von 3,39, 3,4 GHz. Okay, Videoschnitt ist mal ein bisschen prozessorlastig. Nvidia wird hier jetzt noch gar nicht beaufschlagt. Das kommt dann erst, wenn wir ein bisschen was anderes noch machen wollen. Hier haben wir eine Leistung von 4,2,
3 GHz, ist aber auch nur zu 40% ausgelastet. Hier ist Nvidia am Start mit 96% Auslastung hier bei dem 3D Video Rendering. Man sieht aber trotzdem, dass er hier ein Ticken schneller ist. UHD Videomaterial kann er mit 40, 45 Bildern pro Sekunde rendern, also fast, wenn ich mit 60 Bildern pro Sekunde aufnehme, fast live. Kommt er hier nicht ganz hin, er macht es eher so mit 30 Bildern pro Sekunde. Lege ich jetzt aber einen Effekt drauf, dann geht er hier noch richtig in die Knie und dabei reicht es dann auch schon, wenn ich einfach eine Werbeeinblendung oder sowas machen möchte. Dann geht er hier mit 20, 19, 18 FPS in die Knie, da kann er hier immer noch mit 40, 35, 40 FPS ohne Probleme weiter rendern. Beide stützen sich hier dabei auf eine SSD. Wir sehen, dass er hier gleich fertig ist und er kommt hier gerade so bei der Hälfte an. Hier ist er jetzt mit dem eigentlichen Rendering fertig und hier ist er gerade so ein bisschen über die Hälfte noch am Rumrechnen. Und auch jetzt hier beim Exportieren sollte man dann, glaube ich, schon einen kleinen Geschwindigkeitsunterschied sehen. 3%. Er hat hier schon aufgeholt. Hier sind wir schon bei 10%, da hat er gerade 8%, also Geschwindigkeitsvorteil sieht man auf jeden Fall auch dann beim Videoschnitt und das ist mir besonders wichtig halt. Oh, hier ist er jetzt bei 100% fertig, das Ganze wird jetzt eben auf die SSD geschrieben, dauert nicht lang. Hier sind wir gerade bei 70%. Und das ist nur in einem Videoclip, der 1:30 geht. Da kann man sich, glaube ich, mal ausmalen, wenn das Video 20 Minuten geht, wie viel langsamer oder wie viel länger das Ganze dann halt braucht. Man kann sehen, dass wir auf jeden Fall einen deutlichen Geschwindigkeitszuwachs haben. Das habe ich aber ehrlich gesagt bei den Daten auch nicht anders erwartet. Aber wie sieht es jetzt mit ein bisschen Zockerei aus? Ich zocke ja ganz gerne zurzeit noch Forza Horizon 4. Ich weiß, das Spiel ist schon uralt. 2018 kam es auf den Markt, aber es sieht immer noch wunderhübsch aus. Da war bei dem alten Rechner bei 60 FPS, Full HD Auflösung und hohen Settings, also nicht irgendwie übertrieben oder ultra, bei 60 Bildern pro Sekunde Schluss. Da war nichts mehr dran zu rütteln, mehr ging da nicht. Dabei hat das Gerät dann um die 130, 140 Watt verbraucht. Bei dem neuen 144 Hertz, Ultra-Einstellungen, Full HD, gar kein Problem. Das hat mich ein bisschen überrascht. Da habe ich mir gedacht, pass auf, geht denn auch UHD-Auflösung oder 4K, wie es einige nennen, mit 60 Bildern pro Sekunde? Aber natürlich geht das. Das war der Hammer. Fand ich richtig überraschend, dass das geht. Auch die Latenz hält sich in Grenzen. Das ist irgendwie so zwischen Computer und ein bisschen besser als Konsole. Hätte ich jetzt mal gar nicht gedacht, wobei ich das Ton bzw. Bild- und Audiosignal nochmal zusätzlich durch den Verstärker jage, damit ich auch ein bisschen Ton habe. Läuft. Wenn wir jetzt mal hören, wie leise der Laptop einfach mal ist. Jetzt 80 cm sitze ich jetzt davon weg mit der Kamera hier. Also eine PlayStation 4 ist da viel, viel lauter. Nur leistet viel weniger. Das ist ja alles schön und gut, aber wie verhält das Ganze sich mit der Temperatur oder der Lautstärke? Auf der Unterseite des Gerätes sieht man eigentlich nur noch Heatpipes, also wurde sich um Kühlung doch schon mal Gedanken gemacht. Interessant ist auch, wenn man das Laptop, wenn man den Deckel hochklappt, dass er dann von unten etwas angehoben wird, um noch besser Luft ansaugen zu können. Problematisch finde ich es allerdings die Luftauslässe. Schön sie sind zum Teil an der Seite, aber auch zum Teil nach oben gerichtet, dass die Luft nach oben am Display ausgelassen wird. Wie lange das gut geht, weiß ich noch nicht. Im Normalfall, wenn man das Laptop auspackt und man nimmt den Extreme-Modus oder sowas, dann sind die Lüfter auf dem Modus Normal eingestellt. Das heißt, man hört den Laptop eigentlich so gut wie gar nicht. Man muss selber ein bisschen Hand anlegen, denn wenn man das nicht tut und lässt die Lüfter auf normal laufen, dann haben wir ganz schnell Temperaturen von über 90 Grad bei der CPU erreicht. Das stört den Prozessor jetzt nicht unbedingt, denn Laptop-Prozessoren sind dafür ausgelegt, besonders wenn es im Gaming-Laptop-Bereich ist, sind dafür ausgelegt, solche Temperaturen auszuhalten. Aber mich beunruhigt das Ganze doch ein kleines bisschen. Darum kann man die Lüfterkurve noch ein bisschen aggressiver gestalten, was ich dann getan habe, dass die Lüfter einfach schneller drehen. Dann wird der ganze Laptop zwar hörbar, bleibt aber immer noch, egal was ich mache, spürbar leiser als eine PlayStation 4, wenn man da jetzt mal ein bisschen anfängt zu zocken. Stellt man die Lüfterkurve aber etwas aggressiver, dann bleibt das alles total im Rahmen und so komme ich kaum über 80 Grad hinaus.
Und das ist auf jeden Fall schon mal eine richtig gute Ansage. Wir haben eine richtig krasse Leistung, finde ich, in einem relativ leichten Notebook und einem relativ kleinen, kompakten Notebook, obwohl es ein 17,3 Zoll Gerät ist. Interessant ist auch, wie effizient er dabei geworden ist. Ich habe ja gesagt, der alte Laptop, 60 Bilder pro Sekunde, Full HD, war Ende bei hohen Settings. Da hat er um die 130, 140 Watt verbraucht. Der neue bei etwa den gleichen Einstellungen, da hatte ich eine Full HD und auch 60 Bilder pro Sekunde eingestellt. Da haben wir einen Verbrauch von um die 101 bis 110 Watt. Und da sieht man doch schon, dass die Effizienz doch deutlich gestiegen ist. Apropos Effizienz, in dem Notebook ist noch ein 51 Wattstunden Akku. Dieser soll laut Hersteller 7 Stunden halten. Wenn man jetzt nichts damit macht, dann kann das gut sein. Man stellt dann dahin, hört ein bisschen Musik, dann bin ich gut und gerne auf 5 Stunden gekommen oder sowas. Fängt man aber jetzt das Zocken an oder sogar Videoschnitt oder sowas, dann ist nach gut 90 Minuten 2 Stunden Ende. Aber das reicht mir in den meisten Fällen vollkommen aus. Denn man hat mittlerweile überall irgendwo eine Steckdose. Selbst in jeder Ranzeisenbahn ist mittlerweile eine Steckdose drin. Wenn euch dieses Video gefallen hat, liebe Leute, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr über diesen Laptop erfahren wollt, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung rein, denn da packe ich euch einen Link rein zu dem Kanal Hardware Deals. Der hat dieses Laptop noch mal ein bisschen genauer mit Spielen und Benchmarks unter die Lupe genommen. Wenn ihr weitere meiner Videos sehen wollt, dann ist das gar kein Problem. Abonniert doch einfach meinen Kanal, das wäre grandios und es würde mich richtig freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also liebe Leute, bleibt mir gesund und munter, macht's gut, bis dahin, euer Speaker Shocker. Ciao! Hier sind noch 2 Videos und da unten ist Abonnieren.